Ihr habt Manjaro auf eurem System installiert, also ein Arch-Derivat. Und nun möchtet ihr alte Windows-Programme oder Spiele auf eurem System laufen lassen? Das ist tatsächlich sehr gut möglich, und zwar mit Wine. Hier ist Linux Infinite und ich führe euch durch den Installationsprozess von Wine auf Manjaro. Das erste, was wir brauchen, ist einen Terminal. Falls ihr noch kein Terminal geöffnet habt, geht hier unten drauf, gebt einfach ein Terminal und dann habt ihr hier die Konsole oder den UKG Aufklappterminal. Wir nehmen die normale Konsole, dann haben wir hier genau das, was ich hier habe. Das kann ich jetzt schließen und dann haben wir unser Terminal geöffnet. Was wir nun als erstes machen ist, wir schauen, ob wir schon eine Version von Wine auf dem System haben. Wir geben ein Wine --Version. Und wir sehen, der Command wurde nicht gefunden. Das heißt, wir haben kein Wine installiert. Wine zu installieren auf Manjaro oder Arch ist an sich kein Problem. Wir geben ein sudo pacman -syu, um das System erstmal auf den neuesten Stand zu bringen. Dort geben wir unser Passwort ein. Wir sehen, hier ist alles aktuell. Da brauchen wir nichts machen. Dann geben wir ein sudo pacman -S Wine, um zu suchen, ob wir Wine installieren können. Und wir sehen hier mehrere Dinge, die auf unseren Suchbefehl passen, unter anderem auch Wine-Tricks, was wir nachher auch installieren werden, beziehungsweise wir werden es auf einen Schlag installieren. Dann gehen wir zurück, clear, geben ein sudo pacman -S, also -S, Leerstelle, Wine und gleich dahinter Wine-Tricks, denn wir brauchen beide. Mit Ja bestätigen und wir sehen, hier installiert er mehrere Pakete, Anzip, Wine, Wine-Tricks und Cap Extract. Das sind Abhängigkeiten, die Wine und Wine-Tricks brauchen, deswegen lädt er sie automatisch herunter. Wir bestätigen mit Ja und lassen das Ganze runterladen. Und das war's auch schon. Heruntergeladen ist es, installiert ist es auch. Das können wir überprüfen, indem wir eingeben Wine wie vorher --Version. Und wir sehen, Wine -10.20 ist installiert. Jetzt geben wir ein Wine Tricks --Version. Und jetzt sollte ich sage jetzt mal, einen Link zeigen zu unserem Befehl beziehungsweise zu unserem Ordner in der Bin. Und wir sehen, cd user bin passt alles, ist also da, kein Problem. Clear, sehr gut. Dann ist die Installation schon mal erledigt. Das ist gut. Okay, nun öffnen wir mal unseren Dolphin Browser bzw. unseren Dateiverwalter und hier haben wir unseren persönlichen Ordner. Da müssen wir jetzt nur noch die versteckten Dateien anzeigen lassen. Ansicht, versteckte Dateien anzeigen oder strg H drücken. Nun sehen wir hier einige Dateien mit einem Punkt davor oder Ordner. Das sind versteckte Dateien. Ihr könnt jetzt im Prinzip einen neuen Ordner erstellen. Gebt ein Punkt versteckt. Beginnt mit einem Punkt, daher wird in der Voreinstellung ausgeblendet. Drücken wir OK. Das ist jetzt nicht wichtig für Wine, aber es geht nur rein, dass ihr mal versteht oder seht, wie ihr einen versteckten Ordner machen könnt. Blende ich die versteckten Dateien aus und wir sehen, der Ordner Punkt versteckt ist nicht mehr da. So, den kann ich jetzt wieder löschen. Und zwar, warum bin ich jetzt hier in dem Ordner? Es wird gleich, wenn wir Wine konfigurieren, wird hier ein sogenanntes Wine-Prefix erstellt. Und zwar das Punkt Wine. Das haben wir jetzt noch nicht. In diesem Wine-Prefix sind im Prinzip all eure Dateien, die ihr für das Windows habt, also im Prinzip Windows-Dateien und eure Installationen, die ihr später über Wine tätigt, drin gespeichert. Was ein Wine-Prefix ist, beziehungsweise wie ihr weitere selber erstellen könnt, zeige ich in einem anderen Video.
Hier geht es nur rein um die Wine-Installation und wie ihr mal ein Programm installieren könnt, damit ihr direkt starten könnt. Aber weitere Informationen gibt es wie gesagt in einem anderen Video. So, wir gehen zurück in unser Terminal. Wir halten aber mal diesen Ordner im Auge. Ich mache das jetzt mal so hin, dass wir beides sehen. Wenn ich jetzt eingebe Wine CFG, dann wird unser, hier drücken wir mal auf Weiter installieren. Hier haben wir jetzt unseren Wine Prefix erstellt. Jetzt wird eine kleine Installation gemacht von Mono. Dazu aber auch in einem anderen Video mehr. Das soll uns jetzt hier nicht aufhalten. Hier, dieses Fenster kennen einige eventuell, beziehungsweise erinnert euch an etwas, und zwar an Windows. Das sieht hier recht ähnlich aus wie Windows. Und was können wir hier drin machen? Hier drin können wir bestimmte Anwendungen, wenn wir jetzt zum Beispiel was installiert haben, können wir diese Anwendung auswählen und eine Standardeinstellung für dieses Programm speichern. Nehmen wir an, wir installieren uns ein Windows 98 Programm, wählen das hier aus und dann können wir hier unter Windows-Version, welche sozusagen emuliert werden soll. Wine ist ja kein Emulator, es ist eine Laufzeitumgebung. Also verwechselt das nicht, das ist kein Emulator. So, dann können wir hier Windows 98 einstellen und als Standard speichern. Oder wir wählen es einfach jetzt aus und speichern das für das ganze Wine Prefix komplett. Das ist erstmal dieses Fenster, dann gehen wir weiter zu Bibliotheken. Dazu kommen wir später, wenn wir Wine Tricks nutzen. Dann werden hier zum Beispiel DLLs installiert oder können wir installieren wie den D3D Compiler oder zum Beispiel VC Code. Muss mal schauen, ob das hier drin ist direkt. Das wird nämlich oft für Programme gebraucht, was man dann mit Wine Tricks nachinstalliert. Hier zum Beispiel ist die Runtime, aber das machen wir nachher über Wine Tricks. Da geben wir jetzt hier erstmal keinen Blick drauf. Das ist momentan nicht nötig. Dann gehen wir auf Grafik. Grafik können wir eigentlich auch erstmal ignorieren. Man kann hier zwar die DPI-Größe der Schriftart bzw. Bildschirmauflösung ändern und einen emulierten virtuellen Bildschirm erstellen. Das kann sein, dass das für manche Programme bzw. manche Spiele eher nötig ist, aber das brauchen wir erstmal nicht. Wir nutzen es so, wie es jetzt hier voreingestellt ist. Dann gibt es die Desktop-Integration. Das hat hier mit den Themes zu tun und zum Beispiel mit Shell-Ordnern hier unten. Hier sehen wir, auf was zugegriffen wird, welche Verknüpfungen gelegt werden. Zum Beispiel hier Manjaro Home Music. Das ist der Ordner, der wird dann automatisch in dieses Wine Prefix eingelinkt. Aber hier geht es wie gesagt auch um Themes, hell, dunkel, wie auch immer. Dann kommen wir zu etwas Interessanterem. Und zwar die Laufwerke. Ihr kennt es ja, wenn ihr von Windows kommt, dass Windows mit Laufwerkbuchstaben agiert. Das heißt, C ist meistens das System. Dann habt ihr ein Laufwerk D, wo zum Beispiel nur Spiele drauf sind. Ein Laufwerk E, wo eure eigenen Dateien sind, etc. etc. So ist es irgendwie zu erklären. Ihr könnt hier natürlich, nehmen wir an, machen hier mal einen neuen Ordner. Spiele. Jetzt könnt ihr, das werdet ihr alles nachher erst sehen, wenn wir in den Wine Tricks Explorer gehen, aber ich erstelle es trotzdem mal. Und zwar machen wir hier das Laufwerk D und geben hier ein Home, das ist unser Home-Verzeichnis, und Spiele. Das müsste eigentlich soweit funktionieren. Machen wir hier. Und jetzt zeige ich euch schnell, was in dem Ordner Wine vor sich geht, wenn wir jetzt gerade bei den Laufwerkbuchstaben sind. Wir gehen in den Ordner .wine. Dort sehen wir hier DOS Devices und das ist erstmal für uns egal. Das Wichtige ist für uns hier der Drive C. Da gehen wir drauf und wir sehen auch hier schon, Drive C ist unser Laufwerk C und da ist dann im Prinzip die Hierarchie wie in Windows. Wir sehen hier Programmfiles, wir sehen Programmfiles x86, Program Data, Users, Windows und wir sehen hier sind eventuell Dateien für Windows. Und wenn wir hier in den System 32 Ordner gehen, sind da ganz viele Dateien drin, die auch in Windows sind. So, dann gehen wir zurück. In den User Datas ist im Prinzip euer User drin. Dort könnt ihr die App Datas, falls ihr Dateien habt, beziehungsweise von Spielen, die stecken sich ja gern in entweder Local, Local Low oder Roaming. Ihre Teile rein, ihre Configs und ja, so funktioniert das hier. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe jetzt hier Drive D
für Home Spiele gemacht. Jetzt mache ich hier mal einen neuen Ordner. Falls ihr eure Hierarchie so machen wollt, könnt ihr in eurem Wine-Prefix zum Beispiel eingeben Drive /e und hier diesen Pfad dann als neuen Buchstaben hinzufügen. E, genau. Dann gehen wir auf Home Punkt Wine Drive /e. Machen wir da mal zur Sicherheit eine Textdatei rein, um nachher zu sehen, ob es funktioniert. Test. Und das gleiche mache ich bei Spiele auch rein. Neu, Ordner. Oder beziehungsweise eine Textdatei. Test. /Spiele. Um einfach sicher zu gehen, dass es so funktioniert, wie wir das haben wollen. Wenn ihr in einem späteren Explorer hier .dateien anzeigen wollt, also versteckte Dateien, macht ihr hier das Häkchen an. So, dann drücken wir auf Anwenden und dann hoffen wir, dass das alles so funktioniert. Jetzt gehen wir weiter auf Audio. Das ist für uns erstmal auch unwichtig. Das sind einfach die Treiber für unser Sound, über unseren Sound und deswegen können wir das überspringen. Bei über ist wie in jedem Programm eigentlich die Version von unserem Wine zu sehen. Da wir das alles erledigt haben, können wir jetzt das Ganze anwenden, beziehungsweise haben wir ja vorher schon und auf OK drücken. Dann geht das Ganze weg. Manchmal bleibt es hängen, dann drückt ihr einfach STRG und C, dann seid ihr wieder hier und könnt wieder etwas reinschreiben. Manchmal hat es Probleme bei Wine, dass ihr da in dem Loop gefangen seid, aber dann wie gesagt einfach STRG und C drücken und schon habt ihr ein Programm beendet. Und das ist eigentlich in vielen Programmen möglich, nicht in jedem, aber in vielen. Okay, dann haben wir das erledigt, dann gehen wir jetzt weiter zu Wine Tricks und den Explorer, den ich euch jetzt zeige. Wir geben ein Wine Tricks und geben dahinter ein Explorer. So, jetzt erstellt uns hier den Explorer und wir sehen hier, das ist ähnlich wie in Windows. Im Windows Explorer, hier haben wir unsere Hierarchie, was wir vorher in dem Ordner gesehen haben. Wir gehen nochmal zurück in Wine. Drive C. Und wenn ich jetzt hier auf C drücke, dann sehen wir Programmfiles, zack, zack, zack. Das ist alles das, was wir hier haben. So, und wenn alles geklappt hat und wir sehen, es hat nicht ganz geklappt. Und hier hat es auch nicht geklappt. Das werden wir jetzt mal schnell fixen. Und zwar, ich schließe das nochmal und hier sehen wir jetzt, wir kommen nicht weiter, drücken STRG und C und schon sind wir draußen. Geben ein Clear, Wine, CFG. Jetzt machen wir das einfach nicht per Schreiben, sondern einfach per Auswahl. Durchsuchen. Dann gehen wir in Home. Manjaro, ja. Okay. Das war mein Fehler, den ich gemacht habe. Home. Mir fehlt natürlich der Benutzername. Euer Benutzername wird das dann sein, den ihr bei der Installation von Linux oder Manjaro genutzt habt. Manjaro Spiele. Jetzt müsste es eigentlich dann hinhauen. Home /Manjaro. So, jetzt geben wir ein. Und jetzt zeige ich euch mal ganz schnell, was das mit dem strgc auf sich hat. Wenn ich jetzt hier auch in meinem Terminal strg und C drücke, dann beendet er das Programm und dann seid ihr wieder in der Konsole. Clear Wine Tricks Explorer. Sondern hoffen wir mal, dass es jetzt so geklappt hat. Und wir sehen, zack, unser Test Spiele ist da und unser Test ist auch da. Das heißt, alles hat geklappt. Okay. So, und wenn wir jetzt, wir sehen hier auch Punktdateien. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Z gehen, das ist unser Hauptverzeichnis auf Linux. Dann können wir auf Home gehen, Manjaro und hier sehen wir unsere Punktdateien. Also die versteckten Dateien sind auch drin. So, was ich nun machen werde ist, ich werde jetzt Notepad++ herunterladen. Ja, der erste Start von Firefox ist immer irgendwie komisch. Da funktioniert meistens nie was. Ja, Firefox beenden. So, jetzt funktioniert es auch. Der erste Start von Firefox ist immer irgendwie komisch, deswegen nutze ich ihn auch gar nicht mehr. Ich nutze Brave.
eigentlich. So, dann gehen wir auf Notepad++. Jo, lehnen erstmal alles ab, gehen auf Downloads und dann die neueste Datei. Ja. So, in Downloads sehen wir dann, es tut mir leid, das ist von KDE, wenn man hier, das ist für ältere Menschen wahrscheinlich, wenn man hier einfach die Maus bewegt, dann wird der Zeiger immer größer, damit jemand den Mauszeiger wieder findet. Okay, dann sehen wir hier Notepad++ 8.9 Installer x64 Exe. Diesen ziehen wir jetzt einfach mal, um zu sehen, wie das funktioniert, in unser Drive E. Fügen das hier ein, gehen auf unser Drive E und hier haben wir jetzt Notepad++ Installer. Wenn ich diesen jetzt starte, müsste ein Fehler kommen, weil vielleicht hat jemand von euch aufgepasst, was ich gemacht habe. Und wir sehen Notepad++ does not support your OS. The installer will be aborted. Genau, ein Fuchs hat vielleicht aufgepasst und weiß jetzt, was das Problem ist. Und zwar, wir gehen nochmal in das Wine CFG Tool, denn ich habe hier die Windows-Version 98 ausgewählt. Wir gehen jetzt erstmal auf Windows 11 oder 10, müsste auch funktionieren. Gehen wir da raus und geben ein, wieder Wine Tricks Explorer. Gehen auf unser Drive E, drücken Doppelklick auf den Installer und wir sehen, es hat funktioniert. Es macht also einen Unterschied, was ihr da auswählt. Die Language ist Deutsch, passt alles. Annehmen. Und jetzt können wir hier natürlich, wie in Windows auch, unser Pfad angeben, wohin es installiert werden soll. Und um das Ganze zu testen, werden wir das Ganze jetzt in unseren, ich sage jetzt mal in Klammern, Spieleordner speichern. Das heißt, wir gehen auf Durchsuchen, gehen auf Arbeitsplatz, den wir erstellt haben, Notepad++, so will ich das nicht machen. Wir machen Programme, Notepad++, weiter, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr Ordner oder so erstellt und verlinkt. So, ja, dann machen wir mal weiter, das passt schon. Don't use App Data, bla bla bla. Create Shortcut on a Desktop. So, machen wir mal. Ich zeige euch gleich auch, wo das auftaucht, dieser Screen, dieses Icon auf dem Desktop. So, und jetzt führen wir das Ganze aus. Und wir sehen, Notepad++ ist gestartet. Aber wenn ihr das schon mal benutzt habt auf Windows, merkt ihr, dass die Schriftart hier nicht funktioniert. Und jetzt zeige ich euch auch, wie man Schriftarten installiert von Windows, beziehungsweise Windows-Fonts installiert. Zwar nicht alle, aber die wichtigsten. So, dann schließen wir das nochmal. Wenn ihr jetzt hier auf den Desktop geht, da seht ihr hier die Desktop-Datei von Notepad++. Und wir haben sie hier auch. Das ist ganz gut, dass ihr auch eure Windows bzw. Wine-Verknüpfungen hier auf eurem Desktop haben könnt. So, wenn wir hier jetzt auf unser Startmenü gehen und auf Wine, da ist es auch drin. Da findet ihr es hier. So, top. Dann schließen wir das. Drücken wir das STRG-C. Nun zeige ich euch den Wine Tricks, die Wine Tricks GUI. Wir geben ein Wine Tricks. Und jetzt sehen wir haben ein Problem. Und das ist das Schöne am Terminal, beziehungsweise an der Konsole. Wir haben hier ein Problem und das lässt uns das Wine Tricks Tool nicht öffnen. Und zwar, wir haben ein Problem mit der GUI. Und zwar, entweder oder keines von den zwei Programmen ist installiert oder wurden gefunden. Das ist einmal Zenity oder KDialog. Die brauchen wir, um die GUI zu starten, beziehungsweise eins davon. Und das ist das Gute am Terminal. Er sagt dir, was er braucht oder nicht braucht. Deswegen geben wir ein sudo pacman -s, also kleines s. Dann geben wir mal ein kdialog. Geben unser Root-Passwort ein und wir sehen, hier gibt es was. Kdialog, Zensu. Wir nehmen hier as simple
You replacement using dialog get or send. Ja. Wir geben ein sudo pacman minus groß S k dialog. Jawollinger. So, clear. Und wenn ich jetzt wieder eingebe Wine Tricks, sollte das funktionieren. Und wir sehen, wir haben ein Fenster. Ist das nicht schön? Ach, ich liebe ein Terminal. Naja, gut. Was wir jetzt haben, wir können jetzt auswählen Standard Wine Prefix. Und das sind eigentlich relativ wenige. Neuen Wine Prefix erstellen, automatische Installation aktivieren. Das ist alles unnötig. Wir brauchen den Standard Prefix, wählen wir jetzt aus, weil wir ihn schon haben. Wir sehen hier oben auch nochmal, der aktuelle Wine Prefix ist homemanjaro.wine, dass wir wissen, in welchem Wine Prefix wir sind. Wie gesagt, in einem weiteren Video zeige ich, was es mit den Wine Prefixes auf sich hat und wie man mehrere macht. So, jetzt können wir hier auswählen zwischen DLL, Schriftarten installieren. Wir haben hier eine ganze Bandbreite und hier ist unser Explorer, eine Bandbreite von Sachen, die wir hier auswählen können. Fürs Erste werden wir uns hier nur mal mit der Windows DLL und der Schriftart auseinandersetzen. Wir werden auch von den DLLs nichts installieren müssen. Ich will es nur mal ganz kurz zeigen, was ihr hier dann dementsprechend machen könnt. Hier D3DX9 für ältere Spiele, .NET ist da, DXVK, also DirectX Vulkan Schnittstelle und so weiter und so fort. Und hier ist das VC Run, was ich vorher genannt habe. Also, das ist alles wichtig. Wenn ihr mal lest, dass ihr zum Beispiel VC Run installieren müsst, dann macht das hierüber oder das .NET Framework, je nachdem. Dann Schriftarten können wir installieren. Ich zeige euch jetzt mal, wie man eine Schriftart hier von Windows installiert. Und zwar gehe ich da mal runter. Hier Calibri oder hier Courier, Verdana. An dem Beispiel werde ich es jetzt mal kurz zeigen. Ich drücke auf OK. Verdana wird runtergeladen. Jetzt kommt hier ein Fehler, den könnt ihr ignorieren. Das kommt bei jedem und sagt nur, dass wir ein 64-Bit Wine Prefix nutzen. Man kann auch 32-Bit Wine Prefixes nutzen, aber das wird hier ein bisschen zu, ich sage jetzt mal zu radikal angezeigt, dass man sich hier auch mal erschrecken kann. Wir drücken einfach auf OK. Ja, da ist alles in Ordnung. Einfach weiter drücken. Und schon haben wir die Schriftart installiert. So, was ich euch jetzt zeigen werde, ist, wie man über die Kommandozeile, also hierüber über den Terminal, das Ganze installiert. Und zwar, wir geben nochmal Clear ein, dass wir hier einen sauberen Terminal haben. Dann geben wir ein, wenn ihr wisst, natürlich, wie diese Sachen heißen. Aber falls ihr mal was lest, das und das installieren, dann könnt ihr das hier machen. Und zwar, wir geben ein Wine Tricks. Und jetzt gebt ihr einfach die Schriftart ein, die ihr braucht. Ich mache jetzt in meinem Beispiel die Core Fonts. Das sind die wichtigsten Fonts für Windows. Dass eigentlich soweit alles gut angezeigt werden sollte, wie es soll. Dann geben wir ein Core Font. So, und jetzt wird er das Ganze im Hintergrund alles durchziehen. Er sagt mir zwar im Terminal, gibt er mir diese Fehler aus, die ich vorher als Fenster hatte. Jetzt brauche ich sie aber nicht mehr als Fenster zumachen, sondern er zieht jetzt einfach komplett durch. Wir sehen im Hintergrund auch wirklich, was er installiert. Das habt ihr nicht, wenn ihr es über eine GUI startet, ohne Terminal. Hier sehen wir den Courier, dass er den gerade installiert. Also alles tippitoppi. So, die Installation ist abgeschlossen. Dann clearen wir wieder das Ganze. Und jetzt starten wir nochmal Notepad++. Und wir sehen jetzt, es sieht ja schon eher nach Windows aus, wie es in Windows starten soll. Und ihr könnt auch jetzt natürlich, wir sehen das jetzt hier bei Stile, wenn wir Stile konfigurieren, können wir jetzt natürlich hier das ist alles Linux-Schriftarten und so Zeugs. Aber hier haben wir auch die Windows, Comic Sans, Microsoft, bla 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 bla. Es sind nicht alle dabei, weil das solche Geschichten mit Copyright und so zu tun hat. So, dann können wir uns mal den Comic Sans auswählen. So, jawohl. So die schönste Schriftart der Welt. Nutzt niemand. Deswegen, die ist ganz in Ordnung. Okay, und ihr könnt natürlich auch speichern, laden, wie auch immer. Wenn ich jetzt hier auf bei Spiel, mal schauen, achso. Erstmal muss ich was Neues machen.
So, blablabla, kann da irgendwas eingeben, speichern. Und jetzt habt ihr dieses Fenster, das hier seht ihr immer, dass es Wine ist. Und dann könnt ihr in euren Arbeitsplatz, und jetzt gehen wir auf E nochmal und speichern Test neu.txt oder keine Ahnung. Delele. Ach ja, dann Text normal, neu, speichern. So, und wenn wir dann in unseren E gehen, ach, da haben wir es doch. Drive E, und dann sehen wir, ist gespeichert. Ihr könnt also das Notepad++ ganz normal nutzen wie ein Linux-Texteditor, wenn ihr euch mit dem besonders gut auskennt. So, dann schließen wir ihn wieder und ich würde sagen, das war's. Ihr habt Wine erfolgreich installiert und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und ihr könnt gerne Kommentare schreiben und Kritik äußern, aber konstruktiv. Ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!